Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute Teil 2 der MiG 235 SUSEMS oder wie es ausgesprochen wird. Ja, vorab muss ich noch sagen, was ich gestern nicht erwähnt habe. Es waren ja auch Zuschauer, die mich auch nochmal darauf hingewiesen haben. Ich habe das dann auch nochmal alles überprüft. Also diese Maschine hier hat keine CE-Kennzeichnung und hat die Maschine auch keinen Schutzleiter verbaut. Das heißt, hier gehen nur 2 Phasen in die Maschine rein und das war's. Ich habe extra das Gehäuse abgeschraubt, habe nochmal geguckt, ob irgendwo noch ein Schutzleiter verbaut ist, der nicht im Kabel drin ist, aber nein, es ist kein Schutzleiter verbaut. In dem Moment ist eigentlich die Maschine für mich schon raus, weil ich kann das eigentlich auch nicht verantworten, dass sich jemand so eine Maschine kauft und nachher einen tödlichen Stromschlag erleidet oder irgendwas. Nee, das gibt es auf gar keinen Fall. Ich werde den Link auch bei meinen Videos auf jeden Fall bei dieser Maschine schon mal entfernen. Ich habe ja noch ein zweites Gerät als Alternative verlinkt. Das macht schon einen besseren Eindruck. Das hat auch eine CE-Kennzeichnung, das hat auch einen Schutzleiter verbaut. Aber wie gesagt, das kommt hier nach dieser Maschine. Wir wollten ja auch diese Maschine testen, dann werden wir das natürlich auch machen. Wir werden, ja, heute werden wir mal Max-Schweißen mit der Maschine testen, weil ich sage jetzt mal, den Test brechen wir deswegen nicht ab. Jetzt haben wir sie ja da und dann gucken wir mal, was sie kann. Ja, dann werden wir jetzt hier bei der Maschine mal den Draht einfädeln. Was hier halt schon auffällt, ist diese Konstruktion hier. Hier ist so eine Mutter einfach in so ein Plastik gesteckt. Ja, ein bisschen friemelig. Also das gefällt mir überhaupt nicht gut. Das ist bei der Parkside auf jeden Fall schon mal besser gelöst gewesen. So, habe ich die Drahtrolle richtig drauf. Wo ist der Draht? Ja, das passt. Ich werde auf jeden Fall die Maschine noch mit einem Schutzleiter nachrüsten lassen. Dann kann ich die auf jeden Fall dann für mich sicher verwenden. Aber ich sag schon, das fing ja schon merkwürdig an hier mit dem kein Stecker verbaut und das war schon alles nicht so. Ich sage jetzt mal, wenn ich so ein Gerät kaufe, erwarte ich das schon, dass das alles da komplett ist. Aber das war ja hier schon nicht der Fall. Bei der anderen Maschine, die noch kommt, ist das alles tipptopp, das muss ich schon sagen. Und preislich war die, glaube ich, lag die so um die 250 Euro, die andere Maschine. Ja, dann werden wir jetzt den Draht noch einfädeln. Was gibt es dazu zu sagen noch? Ja, hier unten haben wir, ähnlich wie bei der Parkside, auch so eine Rolle mit einer verschiedenen Größen. Ich denke jetzt mal, das ist auch wieder hier auf der Seite 06 und da bis 1. Ich mache sie jetzt nicht ab, weil es ist genau ähnlich, sieht auch ähnlich aus, hat auch die Riffelung, um den Draht zu fördern. Ja, fädeln wir hier, wie gesagt, ganz normal hier ein. Kennt ihr ja alle. Ist ja wohl nicht so schwierig, bis es hier vorne rauskommt. Dann darauf achten, dass der Draht in der Nut sitzt von der Rolle und dann die Gegendruckrolle schließen. Und dann würde ich sagen, so 3,5 erstmal, denn zu viel Druck zerquetscht ja den Draht, wer macht ihn kaputt und dann läuft der nicht mehr so schön. Okay, das hat jetzt soweit alles gepasst. Dann machen wir die Maschine jetzt zu. Und da bauen wir jetzt das Schlauchpaket an. Ja, das Schlauchpaket macht einen relativ soliden Eindruck. Ich hatte es ja schon gesagt, ist eine Stahlspirale verbaut mit einer Kunststoffumhüllung. Ja, ich denke mal, das ist okay, ist 2,5 Meter lang. Dann tun wir das jetzt mal, oder tun wir den Draht jetzt mal noch einfädeln, schrauben das fest. An unserem Euro-Zentralanschluss, okay, das haben wir gemacht. Gas habe ich schon angeschlossen, ein Argo Mix habe ich hier drin, 18% CO2 und 82% Argon. Damit werden wir jetzt loslegen. Jetzt müssen wir hier noch die Massezange anschließen. Wir haben jetzt das Schlauchpaket mit Plus gepolt und die Masse an Minus. Bei Fülldraht, wie gesagt, genau umgekehrt. Aber wir wollen ja jetzt Max schweißen mit einem normalen Stahldraht und deswegen die Massezange an Minus und das Schlauchpaket an Plus. Okay, dann würde ich sagen, ich bereite alles vor, mache die Maschine an und dann legen wir mal los.
Nun, Maschine mal einschalten. Den Draht haben wir ja immer noch nicht vorlaufen lassen. Das wollen wir ja machen. Und zwar hier mit den Tasten hier oben. Da habe ich einmal den Drahtcheck. Das haben wir jetzt hier eingestellt. Jetzt haben wir hier Elektrode eingestellt. Wir wollen Schutzgas. 4-Takt möchte ich haben. CO2 Argon. Okay, das passt. Gascheck. Da kann nichts kommen, weil ich habe es ja nicht aufgemacht. Das sollte man schon machen. Also Gas strömt. Wenn man nochmal drauf drückt, schließt das Ventil. Jetzt gucken wir noch nach dem Draht, ob der rauskommt. Draht läuft, man hört's. Da ist er schon, dann drückt man wieder drauf und dann hört es auf zu laufen. Das ist eigentlich eine tolle Sache, das gefällt mir ganz gut. Ja, okay, dann mache ich jetzt erstmal ein paar Heftpunkte und dann kann ich euch schon mal zumindest sagen, wie die Einstellungen sind, wie wir hiermit schweißen können. So, ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert und mal ein paar Hefter gemacht, mal ein bisschen geschweißt und so. Ja, schweißen kann man mit der Maschine, aber ich sage jetzt mal, mir fehlt da eine Einstellmöglichkeit oder vielleicht funktioniert es auch nicht. Keine Ahnung. Ich mache jetzt mal die Maschine an, dann gucken wir mal. Also. Ich möchte gern mit CO2 und Argon schweißen. Ich mache mal unseren 2-Takt rein. Ich habe mein Schutzgas eingestellt. Ich möchte 0,8er Draht schweißen und die Kennlinie gibt mir hier vor bei 6 Metern pro Minute Draht 15,9 Volt. Jetzt kann ich hierher gehen und kann meine Drahtgeschwindigkeit erhöhen bis 12,5. Dann zeigt er mir 21,8 Volt an, aber ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, diese Voltzahl zu verstellen. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich brauche. Hier steht zwar Volt plus und minus, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, wie man das einstellt. Ich habe hier einmal nur ein Menü, da kann ich nur dieses IND, was immer auch das heißt, kann ich stellen bis minus 10, plus 10, habe aber beim Schweißen, ja, wenn ich im Minusbereich bin, habe ich etwas mehr Spritzer. Ich denke mal, da habe ich leicht die Voltzahl verändert. Und wenn ich auf 10 gehe, habe ich ein bisschen weniger Spritzer. Aber das bringt mir trotzdem nichts. Ich möchte gerne meine Voltzahl verändern, weil die bleibt nach wie vor auf 21,8 stehen, wenn ich die auf 12,5 habe. Und wenn ich niedriger gehe. Also das ist jetzt halt nicht die Voltzahl, die ich mir einstellen würde. Ich würde mir eine andere Voltzahl einstellen. Ich würde jetzt hier vielleicht sogar ein bisschen höher mit dem Volt gehen. Wenn ich jetzt bei 7 wäre, würde ich auch auf 19 gehen, ähnlich wie bei der Parkside. Aber ich kriege es einfach nicht hin. Entweder ist es ein Defekt der Maschine, dass ich hier über den Menüpunkt nicht switchen kann. Ich habe hier unten alles probiert, lange gedrückt, gehalten, egal was. Ich habe beide Taster gedrückt, das hat man ja auch manchmal. Keine Chance. Das springt nur immer um. Was auch ein bisschen merkwürdig ist, wenn ich jetzt auf manuell bin, dann habe ich nur 11,6 Volt. Kann aber hochgehen bis 12,5 Volt. Also ich will doch meine Voltzahl, will ich doch da ändern. Kann ich nicht. Ist mit Sicherheit ein Defekt der Maschine, dass sie hier nicht irgendwie umspringt über die Menütaste. Keine Ahnung. Schade eigentlich. Ja, dann wird das Max-Schweißen schon nicht mehr den Erfolg bringen, den ich mir eigentlich erhofft hatte. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt noch ein paar Hefter. Und dann werden wir das mit dem Max-Schweißen auch schon wieder beenden müssen. Weil ich kann hier wieder Aluminium schweißen, wenn ich hier die Voltzahl nicht verändern kann. Vielleicht kriege ich es noch irgendwie raus, ob man es irgendwie machen kann. Aber ich sage jetzt mal, ich hefte jetzt noch ein paar, schweißen eine kleine Kehlnaht und dann denke ich mal, ist das Thema Schutzgasschweißen mit der Maschine beendet. Ich hoffe dann, wenn ich dann das nächste Video mache vom Wickschweißen und Elektrodenschweißen, dass es da besser klappt oder gut klappt. Dann werde ich mir diese Maschine nämlich nur als reine Wickmaschine, sage ich mal, fertig machen. Und dann brauche ich nicht immer die Parkside umzubauen. Okay, ja, dann fange ich mal an zu schweißen. Dann bis gleich. So, ich habe hier 0,7er Blech, relativ dünn. Einstellung kann ich nicht großartig einstellen. Mal gucken, ob das einigermaßen klappt.
Jetzt im Zweitakt. Maschine springt gut an. Ich kann einigermaßen gut heften, das muss man schon sagen. Das funktioniert. Also für den Karosseriebau wäre sie schon geeignet. Mal gucken, wie das mit der Kielnaht ist. Ja, Maschine läuft eigentlich ganz sauber. Also vom Schweißen her ist es okay. Ja, schweißt. Ist halt nur schade, dass ich es nicht feiner einstellen kann. Aber da bin ich ja der Hoffnung, dass es auf jeden Fall beim Wickschweißen dann zum Erfolg noch wird mit dieser Maschine. Okay, für 220 Euro. Und wenn es dann gut wegschweißt, ist es auf jeden Fall okay. Ab und zu kann man einen Hefter machen. Ja, soweit dazu. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr guckt mir noch weiter zu. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.